So, wir fangen jetzt einfach an. Ich versuche es auf die Kette zu kriegen aus dem Kopf, weil das Spiel ist ja, heißt ja Bulwark Falconeer. Und es gab mal ein Spiel Falconeer, wo du mit einem einzelnen Gleiter in einer Polygon-Minimalistik-Grafik rumgeflogen bist und Missionen erfüllt hast, was irgendwie auch bockschwer war damals. Was halt vom Art-Design ganz cool war irgendwie. Auf Konsole scheint es auch relativ erfolgreich gewesen sein, das kleine Indie-Spiel. Und derselbe Typ macht es eigentlich, der das damals entwickelt hat, macht jetzt dieses Bulwark Falconeer, was halt Städtebau und so Verteidigungsturmbau ist. Ich habe es noch nicht gespielt, wir gehen jetzt selbst einfach mal rein. Ich hoffe, es werden ein paar Sachen erklärt. Mal schauen, ob das jetzt besser funkt als das damalige Spiel. Das damalige Spiel war einfach nur, fand ich ganz cool, vom System her, das Falconeer, das erste. Das natürlich hier in derselben Welt und so weiter gespielt hat. Aber es war halt einfach irgendwie, irgendwas hat da gefehlt mir damals. Da haben wir auch nur kurz reingeguckt. This is the campaign mode. Here you get a taste of the open world building sandbox. It has a basic tutorial, a resource system based only on distance rather than how much you can produce, and an ever-expanding set of encounters, world events and unlockables. Message from the Solo Dev. Hörst du auch direkt, dass das von dem Dev eingesprochen wurde? A word of advice, click and build everywhere. There are no mistakes, and slowly figuring out what builds where and how things grow is part of the game. It's about experimenting, so don't be afraid and just go wild. Ich habe mal auf Beginn geklickt. Das hat sich richtig angefühlt. Ah, you're finally here. We've already built a few essential buildings. I'll assist you in connecting things up and getting the settlement up and running. While you're on the ground, we will focus on a single building at a time. This will allow you to build outward in a variety of ways and upwards later on. First, connect this outpost to the wood mill, which is located down in the shallow water beside the sea tree fungi. Without wood, we cannot build. Okay, also muss ich den einfach nur verbinden. Notice how workers are already building houses and industry along the walkway. Ach, Wherever krass. you build and our workers can reach, they will settle. Let's now focus on the wood mill. This is your wood mill. It produces Also das ist meine across walkways. Holzmühle. Let us build a basic wooden tower with a walkway towards it. Okay, ich soll es einfach so weit aussetzen und bauen und dann wird ein Tower gesetzt automatisch. It is used to connect up your settlement and transport vital resources. Workers will also build homes and industry around it. Wood can only travel a limited number of walkways away from the wood mill, but this can be increased by encouraging workers to build along walkways connected to the wood mill. Moment. Ich will also eigentlich, dass ich einfach nochmal einen Tower baue. Good work. The wood mill is now delivering wood further than before, so we can move on. Across from the wood mill, we also built a stone quarry. Let's connect that to our settlement. So, erstmal wieder zurück auf den.
Und jetzt muss ich dieses Woodmill mit dem Stone Quarry verbinden hier hinten. Wobei das im Moment noch ein bisschen unsauber wirkt. We can use this stone to upgrade various buildings and walkways. And, just like the wood mill, by allowing workers to build around it, the stone industry can expand. This stone quarry works similarly to your wood mill. It produces stone that can travel a limited number of walkways. Okay, und ich muss dann wieder Türme bauen. Oder Walkways in der Nähe. Great job. Now we have access to the quarry, our wooden towers can be upgraded to stone. Damit Leute sich da ansiedeln können. The basic wooden tower upgraden zu stone. Stone towers create stone walkways. Einfach If mit you dem rebuild a Rechtsklick walkway nochmal. adjacent to a stone tower in place of a current wooden one, it will be upgraded to stone. Outposts can be upgraded as well. Let's use the stone to upgrade the outpost to its second stage. Aber es gibt ja gar keine Anzeige, was für Ressourcen ich habe. Also beziehungsweise habe ich jetzt einfach Stein und Holz, weil es die beiden Gebäude gibt. Und dadurch kann ich das generell upgraden. We can add foundations to basic towers and outposts. These allow workers to build a higher class of housing on them, increasing the worker output. The worker output of our outpost can be improved further by connecting more towers and walkways to it. Ach, hier, mit Tab einblenden. Ah. Dann kannst du sehen, dass du Freehouse hast. Du siehst die Worker, du siehst, wie viel Stein du bekommst, plus 7. Plus 13 der Windmühle. Das sieht cool aus so. Jetzt macht das auch alles mal Sinn. Das hätte er vielleicht mal von Anfang an sagen können, dass du mit Tab die Informationen einblenden kannst. All towers allow for foundations, wood, stone, and later, command towers. Command towers also allow for battlements. Aber sieht schon ziemlich, So, jetzt müssten wir eigentlich einen höheren Worker-Flow kriegen, oder? We have done well. It is time we started being more ambitious. Take to the skies and seek out iron ore. Your Okay, surveyor air allows mode. you to build resource extractors, harbors, and outposts on other islands. It will also help to get you out of trouble, which is never far on the Guten Earth. Abend, Vicky. Ich habe Strähnchen in den Haaren. Ich möchte darüber nicht so viel reden. Building there would be too unstable. The world map shows our holdings, which we can fast travel to. I will also mark. So, die können wir anscheinend über die Karte direkt dahin schicken. Weil hier scheint ja Eisen zu existieren. Workers will mine for ore, and the metallurgical industry will be built up around it. Iron will allow our most advanced towers and buildings. This resource extractor is missing access to workers.
We now have iron, but it's not making its way to our settlement. Build a pair of harbors with your surveyor to transport iron across the sea. Da hätte ich das nicht tun sollen. Warum? Ich kann doch was machen und nicht darüber reden. We now have access to iron, but it needs to be transported across the water. Let us build a trade route for ships that can transport iron and other resources back and forth. Ah. Muss einen Hafen bauen. Several captains are now available. Each captain holds specific resources. For this trade route, So, der wird Eisen und Arbeiter transportieren. Assign Captain. harbors always need to be built as pairs. As soon as you build two, a trade route will connect them. Captains will carry your resources over vast distances. Your outpost still isn't connected to a mine, or it's too far away. Harbors are essential to move resources across the Ursee. So, da kannst du doch einen Hafen bauen. Select Der ist your verbunden, da outpost kannst du sehen, dass so we can da start eine Verbindungslinie expanding entsteht. Und jetzt kriegen wir Eisen. With iron, we can start building defensive structures, such as imposing command towers. But before doing so, we need to upgrade our outpost into a proper citadel. Jetzt habe ich auch was gebaut. So, noch ein Tick größer. With all major resources now at our disposal, let's focus on building command towers. These can be built with multiple floors as well as additional foundations and balconies. Aber die Steuerung ist so ungenau hier teilweise. Hallo, ich sehe ja wohl voll Summer-like jetzt aus und ganz knuffig. Mighty command towers have the potential to reach high into the sky, their height only being dependent on the level of access to workers. Build this tower as high as possible. Okay. Du kannst einen Command Tower anscheinend immer höher bauen. Change the floor you are building from. Lower floors build foundations, while higher floors build balconies and sky bridges. Command tower foundations are strong battlements that support your tower. Also ich glaube, das klappt nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe.
Balconies are built from high floors. The more expansive your tower, the more powerful your commanders will become if they are assigned here. With all major resources now at our disposal, let's focus on building command towers. These can be built with multiple floors as well as additional foundations and This command tower is looking stout. We already have an experienced warbird commander among our retinue. Let's assign them to this command tower. Aber bis jetzt ist das Einzige, was mich wirklich eigentlich stört, steuerungstechnisch. Use LMB when your command tower is selected and the wood line retreated, open the commander menu. Bist du derselbe, der bei uns hier hin und her geht? New forces are ready nearby. Fly up to their command tower for them to join our battle group. This tower and its commander now stand watch over our settlement. Their forces will deploy, joining our battle group when the Our settlement is established. We have access to resources, a citadel, and command towers. It's time to explore the surrounding area, finding more people that will help us thrive. Okay, andere Leute These finden. are desperate times, so we may need to accept unlikely neighbors. Jetzt erinnere ich mich wieder, Falconeer. Das waren ja wirklich so Falken, die man geritten ist damals. Und ich glaube, das hier vorne sind dann auch die zwei, die mich hier mit unterstützen. Now it's all up to you. Head out and explore the Ursee. Rebuild our society as you see fit. Protect yourself and our citizens well. Good luck. The world map shows our holdings, which we can fast. Ist schon gut. Da hinten ist ein Fragezeichen, da sollten wir vielleicht einfach mal hingehen. Na super. A ship has entered our waters. It's marked on the map. Ja, ja. Ich möchte gerne mit dir interagieren. Was ist das Problem? Er möchte eine Route machen für Stein und Arbeiter. You have enrolled a trade ship captain. They can be assigned to transport goods. Pay attention to the political influence of your settlement. If one faction becomes dominant over the others, our neighbors may seek reason to rekindle old grievances. Your surveyor can build a mine on this spot. Workers will mine for ore. Cannot build here. You cannot. We lack the metals to build the structure. Make sure this location is connected and in. Aber was brauche ich jetzt hier? Can build a mine on this spot. Workers will mine for ore, and the metallurgical industry will be built up around it.
Iron will allow our most advanced towers and Ach buildings. so, Eisen. Aber ich habe keinen Kapitän, der das transportieren würde, Eisen. Oder Erz, sondern nur Stein und Arbeiter oder Holz oder den netten Kerl hier. Before the Great War, the Imperium held the resources and the Mansa controlled the technology. Now only petty fiefdoms squabble. Your surveyor can build a woodmill here. Build it Komisch. and attract craftspeople and industry around it. Improving the distance wood can be supplied in our settlement. This trade route is now connected. The captain can transport their specific goods back and forth. You cannot build a harbor this close to another harbor. Nein, möchte ich ja nicht. Ich möchte ja hier festlegen, was da für ein Typi reinkommt. Oh, dann halt so. Your surveyor can build a mine on this spot. Workers will mine for ore, and the metallurgical industry will be built up around it. Nein, du sollst... Nein! Ich muss echt sagen, ich verstehe es nicht. You cannot build here. There is no tower with access to wood nearby. Connect from a tower within range to a wood mill. Ja, aber wir haben doch Holz hier, weil ich das doch rüberbringe vom anderen Ding. Eigentlich. Your surveyor can build a mine on this spot. Workers will mine for ore, and the Hm. This is too close to something else. This resource extractor is missing access to workers. Ich wollte gucken, ob sich Arbeiter hier ansiedeln, aber auch das passiert ja nicht. Kommt später noch ein anderes Game oder ist das das letzte für heute? There is no tower with access to wood nearby. Connect from a tower within range to a wood mill. Ich verstehe jetzt, dass ich die Basic Tower unten links
Das wird von dem Holz zum Beispiel gebaut, was ich habe. Arbeiter kommen aber keine Ahnung woher. Wahrscheinlich gibt es Arbeiter nur in der Hauptsiedlung. Es kann übrigens sein, dass wirklich das letzte Spiel ist, was ich heute hier noch angucke. Weil ist leider so. ohne tieferen Grund. A ship has entered our waters. It's marked on the map. Warum verbinden die beiden sich nicht? Das wäre auch einfach das Sinnvollere. This trade route is now connected. The captain can transport their specific goods back and forth. So, jetzt haben wir Arbeiter. Jetzt produzieren wir auch Eisen. Those aligned with the free houses now constitute the majority of your settlement. Aber dennoch ist das super schräg. Keine Ahnung, wer auf die Idee gekommen ist, so. Weil ich weiß ja gar nicht, warum. Warum soll ich denn den Ausbau machen? Warum habe ich Command Points? Warum habe ich jetzt die Falconeer? Fliege ich also nur drüber und baue überall Gebäude, um Ressourcen abzuernten? Und alle wollen irgendwie mit mir verbunden werden, wobei das einfach nicht gut erklärt ist. This is too close to something else. Da gehst du mich ein Stück und du denkst so, der Hafen wäre ganz interessant, wenn ich den mit einem anderen Hafen verbinden könnte, aber dass man halt die Ressourcen weiter voranbringt. This resource extractor is missing access to workers. Guten Abend, Xenon. Also eigentlich ist das ein Spiel, was Städteaufbau und Städtesimulation der Ressourcen. Some factions use these as cover for their war parties. We should investigate. Es gibt einen Sturm in der Nähe und manche Leute nutzen das, um Angriffe zu planen. Du baust halt Türme auf, um we see settlement about to be won. The respectful reminds is a path of man's account. Okay. Na, aber den jetzt als Commander jetzt mit reingenommen. Du fliegst eigentlich rum und sammelst Commander ein. Die kannst du dann wieder benutzen, um die für Transporter einzusetzen, wie ich das richtig sehe. Es gibt unterschiedliche Ressourcenspots, die du mit Arbeitern versorgen musst, die wahrscheinlich von deiner Hauptstadt als einziges kommen, weil Arbeitersiedlung kannst du woanders anscheinend nicht ausbauen. Aber dagegen, dass du nicht weißt, was du zu tun hast, ist eigentlich schlimmer, dass du... Ja, wie soll man sagen? Es ist halt... Die Steuerung ist halt wirklich nicht
so pralle. Aus der Siedlung, ein Triangel erzeugt, glaube ich, immer eine... Only harbors could be built in the deep by your surveyor. Sind immer diese Balkons. Und ein Viereck müsste ein Brunnen sein. Oder? Ich bin irritiert. Und darauf können sich dann Arbeiter ansiedeln. Wie jetzt die Häuser, die da entstehen. Aber du denkst dir einfach nur so... What the fuck, was mache ich hier? Ich schaue Linien beim Bewegen zu. Vor allem, weil die Workerlinie hier jetzt voll ist. Das bedeutet, ich habe eh genug Arbeiter für alles Mögliche. Was macht man mit Siedlungen? Man baut größere Siedlungen auf. Du siehst ja, dass ich, wenn ich einen Turm ausbaue, geht halt ein Stück zurück von den Materialien. Oder? Habe ich mir das eingebildet? Bei den Kommandotürmen war das irgendwie so, dass sie theoretisch ab einer gewissen Höhe einen weiteren Commander bieten. Aber irgendwie ist das bei dem jetzt nicht so wie bei dem, der rechts war. Ah, ich muss da einen reinmachen, okay. Dann baut er sich um und dann lebt der Commander jetzt in diesem Commanderturm. Und der hat gewisse Vorteile. Ich glaube, das ist der, den wir gefunden hatten. So, und jetzt hat eine andere Partei eine größere Stärke in unserer Siedlung. Inspect Commander. This is too close to something else. Nein. Oh. Oh, ich habe es, glaube ich, noch abgebrochen. The people have regained a trust in the Monster's path. Nur es erschließt sich mir halt einfach nicht, wofür. Wofür mache ich das Ganze hier? Egal wie schön die Türmchen da aufbauen. Perhaps we can take these people in. A ship. The people have regained a trust in the monsters.
You're now carrying a salvaged building. Select a spot on solid ground or in the shallows where you can rebuild it from your surveyor. Ja. Das ist nämlich das, was die von wollten. Die wollten, dass ich die woanders neu ansiedle. Wenn ich das richtig verstanden habe. Aber es wird halt zu wenig erklärt. Also, auch wenn er am Anfang sagt, es gibt nichts, was du falsch machen kannst. Aber dann ist es ja auch irgendwie sinnlos, ne? Du denkst dir auch so, what the fuck, was machst du hier überhaupt? Excellent. We have an outpost that provides workers. Be mindful of an outpost's allegiance. This influences the balance of power for your settlement. Ach so, würde ich Arbeiter nach da oben kriegen. Your surveyor can build a mine on this spot. Workers will mine for ore, and the metallurgical industry will be built up around it. Iron will allow our most advanced towers and buildings. Excellent. We have an outpost that provides workers. Be mindful of an outpost's allegiance. There is no stone available for this upgrade. Jetzt kannst du sehen, dass ich hier Arbeitskräfte habe. A local storm has been spotted nearby. Some factions use these as cover for their war parties. We should investigate. You cannot build here. There is no tower with that. Wir können natürlich hier bauen, siehst du doch. Piu, 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 piu. Aber eigentlich bin ich losgeflogen, weil ich gedacht habe, okay, vielleicht finde ich ja sowas wie einen... Political balance in our settlement is changing in favor of the Monster Order. Vielleicht finde ich ja sowas wie einen Gegner, der mich abschießt. Ich glaube, auch hier werde ich nicht so viel Glück haben. Your surveyor can build a wood mill here. Build it and attract craftspeople and industry around it. Improving the distance wood can be supplied in our settlement. Das ist ein imperiales Schiff. Da hinten hat übrigens, jetzt ja irgendwelche Falconeer, Simon, da hat das Hauptspiel gespielt eine Zeit lang. Da hast du irgendwo hier oben gestartet und bist dann irgendwann hier, das ist nämlich so eine Wasserfallspalte, wenn ich mich noch recht entsinne. Verwendet die natürlich die Welt und die Karte vom letzten Spiel. Ist halt einfach ein ganz anderes Spielkonzept jetzt. Aber es muss einfach mehr erklärt werden. Es ist halt super undurchsichtig für mich. Auch wenn ich den Stil immer noch nicht schlimm oder so finde. Ich finde das alles sehr stimmig. Nur ich bin wahrscheinlich von dem Entwickler die gemachten Spiele zu dumm. Irgendwie. Ich bin da einfach zu doof. Da ist der Wasserspalt. A refugee settlement has been spotted on the horizon. Perhaps we can take these people in. The political balance in our settlement. Du sammelst hier global die ganzen Leute halt ein jetzt wohl und siedelst die um. Super.
This is too close to something else. You're now carrying a salvaged building. Select a spot on solid ground or in the shallows where you can rebuild it from your surveyor. Ja, jetzt nehme ich die mit. Und ich glaube, das ist der Commander, der mir gerade da folgt. Einer von meinen. Oder? Ne, der fliegt ja weg. Keine Ahnung. Ich kann nur sagen, es ist immer noch ganz hübsch, so wie es gemacht ist. Guck mal, wie schön der Schatten da von dem Luftschiff fällt und so, aber es ist halt... Ich kann mich nur wiederholen, es ist sehr verwirrend. Vielleicht hat irgendjemand die Demo geladen und hat es verstanden. Also ich weiß, wo die Ressourcen herkommen, ich weiß, wo die Arbeit herkommt, aber ich weiß halt nicht, was ich zu tun habe. Es gibt 50, also ein Gebäudelimit von 50 in der Demo. Und 4 Ressourcen. Naja. Trotzdem danke fürs Zuschauen auf YouTube. Wahrscheinlich wird sich das irgendwann aufklären, wenn das Spiel weiterentwickelt ist und man weiß, wo es hingeht. Aber hier breaken wir jetzt einfach. Das macht ja keinen Sinn.